I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself. Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte aus meinem alltäglichen Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und es ist erstmal nichts Spektakuläres passiert. Am Mittwoch ist Frühlingsfest, da komme ich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Ich hatte schon das Hauptthema hier und da mal angekündigt, und zwar geht es um die Energiewende in Deutschland, in Europa und so weiter. Und was mich dazu motiviert hat, ist Folgendes. Und zwar vor einiger Zeit haben sich die amerikanischen Solarverbände, und ich verlinke das auch nochmal, an Trump mit einem 10-Punkte-Solarplan rangewanzt, regelrecht. Und zentraler Bestandteil dieses 10-Punkte-Plans war die Ausgrenzung von China. Also man meinte, wenn man China ausgrenzt aus diesem ganzen Komplex, dann wird alles gut in den USA, beziehungsweise dann hätte man das Trump mundgerecht zugereicht, sodass er das dann eben auch, ja, annimmt oder wie auch immer. Also ranwanzen ist schon der richtige Ausdruck. Und jetzt hat die USA, also Trump und seine Wähler, die amerikanischen Bürger, das Ende von Solar und Wind beschlossen. Also erneuerbar ist faktisch over in den USA. Und Wind stürzt jetzt auch schon aktienmäßig komplett ab. Also es ist wirklich unglaublich, was da gerade auch in den US-Börsen im Gange ist. Und selbstredend, das Thema hatten wir hier auch schon öfter mal, Meyer Burger sucht aktuell nach Käufern und ich bin mir nicht so sicher, ob das gelingt. Eine gewisse Ironie der Geschichte wäre es, wenn jetzt Meyer Burger von den Chinesen gekauft werden würde. Dann würde die Technologie praktisch wieder zurückkehren nach China, von wo sie Meyer Burger eigentlich mitgebracht hat. Aber was interessieren mich die USA? Also eigentlich gar nicht so weit. Nur es gibt eine Parallele zu Deutschland. Und zwar die deutschen Solarverbände machen genau das Gleiche. Sie wanzen sich gerade heran an die zukünftige Regierung, wie auch immer die aussehen mag, mit dem zentralen Punkt, eben sich von China abgrenzen zu wollen. Da werden dann alte Klamotten aus der Kiste geholt mit, was weiß ich will da auch gar nicht allzu groß drauf eingehen. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Chef des BSW, also Bundesverband Solarwirtschaft Deutschland, ein Interview gemacht, das verlinke ich hier auch mal. Und jetzt, wie gesagt, wollen die Solarverbände so ihre Ideen an Schwarz-Blau anreichen. Und das wird scheitern. Schon allein wegen der Windräder der Schande und so weiter. Die deutsche Solarindustrie steht vor ihrem Ende. Tatsächlich. Wieder einmal. Und ich lese jetzt auch so auf Mastodon oder den anderen SNS immer wieder, die Energiewende ist nicht aufzuhalten, bliblablub. Das ist mir ein bisschen zu naiv. Natürlich kann man die Energiewende auf lange Sicht, sagen wir mal auf 1000 Jahre, nicht aufhalten. Das ist unmöglich. Aber auf kurze Sicht, sagen wir mal für 30, 40, 50 Jahre schon. Und das ist gar nicht so schwer. Denn das, was da im Augenblick im Gange ist weltweit, das ist die Auseinandersetzung zwischen Fossil und zwischen erneuerbar. Und ich hatte das in den letzten Sendungen ja auch immer wieder erwähnt. Der Westen ist fossil, der Osten ist erneuerbar. Ich sehe im Augenblick auch nicht, dass die Grünen da irgendwie was wuppen könnten. Denn ihnen gelingt es bis heute nicht, den Ukraine-Krieg als das einzuordnen, was er eigentlich ist, ein Fossilkrieg. Und das Hauptproblem der progressiven Restkräfte, ja, wenn man das so nennen will, ist, dass ihnen Vokabeln wie gemeinsam, Kooperation, international völlig fremd sind. Sie sind alle durch die Bank, bei den Linken bin ich mir nicht ganz so sicher, da müsste ich vielleicht auch mal wieder nachhaken, interviewmäßig, aber bei allen anderen Parteien merke ich, dass die mit diesen Vokabeln nichts anfangen können. Also selbst die grüne Neubauer, die ja für Fridays for Future in Deutschland agiert, Neubauer sagte in Baku wörtlich, dringender denn je sind wir auf der Suche nach Klima-Leadership. Da ist Deutschland gefragt, die EU und die Zivilgesellschaft. Und ich kann nur sagen, was für ein Quatsch. Das Ganze offenbart eine wirklich furchtbare Realitätsferne. Und gleichzeitig hat in Davos China auch nochmal
ganz klar gesagt, Energiewende ist keine Eintagsfliege. Also das war jetzt etwas sehr frei übersetzt. Also Ding Xuexiang sagte in Davos, Green pursuits are long-term and not an act of expediency. Und das ist etwas, was ich den Deutschen wirklich dringend ans Herz legen möchte. Wenn ihr wollt, dass die Energiewende weitergeht, wenn ihr Kräfte braucht, die euch dabei unterstützen, dann geht das nicht ohne Asien, ohne China. Und ich betone hier ausdrücklich Asien, weil es ist nicht nur China, sondern das sind eben auch die anderen Länder. Ich hatte das ja letztens mal erwähnt, dass allein die Zellproduktion Vietnams größer ist als die ganz Europas. Also ihr seid nichts. Und nach Green Leadership in Europa zu rufen im Bereich Erneuerbare ist echt lächerlich. Also das ist wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Das funktioniert natürlich nicht und man kann sich da kräftig auf die Schulter klopfen und behaupten, man wäre immer noch irgendwo hier, da oder so führend. Ist man nicht. Also um es mal ganz platt rüberzubringen, das Heil der Welt im Bereich Energie hängt an Asien aktuell. Das hat auch die EU-Vorsitzende von der Leyen, die ich ja immer als Fossilministerin bezeichne, in einem ziemlich denkwürdigen Statement rübergebracht. Was die deutschen Solarverbände betrifft, meines Erachtens ist ihr größtes Problem ihr Beißreflex gegenüber China. Und da kommen wir wieder auf diese zivilisatorische Kränkung zurück. Ja, Deutschland war mal führend in der Solarwirtschaft. Und Deutschland hat dies mit Absicht der Fossilwirtschaft geopfert. Und die Verantwortlichen dafür sitzen auch nicht in China, sondern das sind Röttgen, Altmaier, Rösler, beziehungsweise das sind eigentlich nur die Köpfe der Bewegung. Die anderen haben daran auch ihren Anteil. Heute heißen sie eben Lindner oder Merz oder Weidel oder was weiß ich. Oder auch Wagenknecht. Denn sie ist offensichtlich eine echte Klimawandelleugnerin und mit solchen Leuten ist auch nichts anzufangen. Sie nennen sich links, aber sie sind in keinster Weise progressiv. Wie gesagt, über die Linke selbst weiß ich nicht so viel. Ich kann da nur vermuten. Da müsste ich mich irgendwie einlesen, bin ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu bequem zu. Wer möchte, kann mir da ja mal was zureichen. Meine Prognose ist, Deutschland wird in Zukunft durch Blau-Schwarz dominiert. Und egal, ob da irgendwie eine große Koalition zustande kommt zwischen SPD und CXU oder auch nicht, das spielt in dem Sinne gar keine Rolle, weil bei 20% der Deutschen wollen AfD, wollen Blau. Und dann bekommen sie das auch innerhalb ihres Parlaments so serviert. Da werden Gesetze blockiert, andere Gesetze eingebracht, die dann eben mit der CDU-Mehrheit durchgebracht werden. Und ich denke mir, dass erneuerbare Energien als erstes auf dem Tempel der Fossilindustrie geopfert werden. Die Erneuerbaren in Europa bzw. der EU haben nur dann eine Chance, wenn sie offen, selbstbewusst und vor allen Dingen laut eine Kooperation mit China bzw. Asien suchen. Andernfalls werden sie am Nasenring durch die Manege gezogen. Und wie gesagt, dieses Ranwanzen, das ist nicht nur peinlich, das bringt auch nichts am Ende, beziehungsweise das ist eigentlich ein Sargnagel. Es ist ja auch bezeichnend, dass innerhalb der deutschen oder europäischen Solarszene immer wieder von Überkapazitäten reden. Ich hatte hier schon x-mal erwähnt, wir brauchen 70 Terawatt. Und China ist gerade dabei, ungefähr 1 Terawatt zu erreichen. Also auf jeden Fall 2025. 2024 hat das nicht ganz geklappt, aber dort sind 277 Gigawatt zugebaut worden. Aber das sind nur 1 Terawatt. Wir brauchen 70 Terawatt. Und China ist überhaupt nicht in der Lage, das alleine irgendwie zu wuppen, die ganze Welt zu beglücken mit ihren Solarmodulen, sondern da sind alle Länder aufgerufen. Und alle Länder, auch Deutschland, sind mittlerweile technologisch zurück. Sie sind, was die Patenterei betrifft, was alles andere betrifft, auch in Sachen Forschung und Entwicklung und so weiter, einfach zurück. Und es ist wirklich notwendig, die Kräfte zu bündeln. Und das eben funktioniert nur mit den zweifellos mitgliederstarken Solarverbänden in Deutschland in Zusammenarbeit mit den asiatischen Verbänden bzw. mit der asiatischen Industrie. Und auch das funktioniert nur, wenn dann irgendwelche Leute im Parlament und seien es die Linken mit den entsprechenden Kräften in der Welt außerhalb Europas und außerhalb der USA zusammenarbeiten. Ansonsten, wir werden sehen, was dieser Westentaschen-Trump dann nach seiner Amtseinführung als erstes aufs Tapet bringt. Und wir können wetten, oder ich nehme jede beliebige Wette an, dass es Streichungen gibt bei den Erneuerbaren in den ersten paar Tagen. Deswegen, diese Ranwanzerei ist ja, sagen wir es mal so, sehr schlicht gedacht.
Noch schlichter wäre vielleicht ein offener Brief oder eine Petition oder so. So funktioniert Politik nicht und schon gar nicht in diesem Ausmaß, wo, und das ist jetzt das Letzte, was ich zu dem Thema sage, davon sprechen, dass wir einen Krieg haben zwischen fossil und erneuerbar weltweit. Und da kommt man mit Petitionen nicht allzu weit. Okay, das jetzt zu diesem Thema. Das nächste Thema ist, ich war ein bisschen fleißig, also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich habe hier wirklich mal eine Fleißarbeit hinter mich gebracht, was ich schon lange machen wollte. Und zwar hatte ich ja das Problem, dass ich selber häufig gar nicht weiß, in welcher Folge ich was gesagt habe. Und das Problem ist bei Audio, das so durchsuchen zu lassen, ist kompliziert. Besser ist es, man hat das als Transkription vorliegen. Habe ich aber zu Anfang jedenfalls nicht gemacht. Und ja, nun stand ich da und wusste nicht so genau, wie ich aus diesem Problem rauskomme. Also habe ich alle Folgen ab 95, also seit dem Serverumzug genommen und habe eine Transkription angefertigt. Das ist eine automatische Transkription, die ist also nicht so ganz akkurat und ich gehe da jetzt auch nicht drüber, um das alles zu korrigieren. Denn um was es mir jetzt dabei ging, ist eine Volltextsuche über alle Folgen zu ermöglichen. Also ohne sich den Schmerz antun zu müssen, die Folgen herunterzuladen, dann zu einem Dienst wieder hochzuladen, womöglich Geld abzudrücken und dann noch nicht das zu finden, was man eigentlich gesucht hat. Und die neuen Folgen werden jeweils mit einer kurzen technisch bedingten Verzögerung nach Veröffentlichung ans Ende dieser Textdatei, dieses Textblobs angehängt. Das ist jetzt so die Variante, für die ich mich entschieden habe. Ob das so die beste Variante ist oder die vernünftigste Variante, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt es jetzt probieren. Auf der Seite diary.umlauts.de gibt es jetzt einen Menüpunkt, der heißt Transcription. Und dort ist die Transkription aller Folgen ab 95 vorhanden. Und wie gesagt, mit Ctrl F kann man sich dann da durch diesen Blob durchwühlen. Ich habe das probiert und das funktioniert ganz gut. Obwohl die Akkuratesse der automatischen Transkription so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Außerdem nochmal kurzer Hinweis auf den Film zur Vorbereitung vom Frühlingsfest, denn am Mittwoch ist Neujahr, also am Dienstag ist Silvester, wenn man so will. Und ich tauche jetzt für diese Zeit, also für die Zeit des Frühlingsfests, das geht bis zum Laternenfest, also 8 Tage, ab. Das heißt, die nächste Folge erscheint erst in 2 Wochen. Soweit und bis zum nächsten Mal. Chu China Tagebuch de Soyo Ting Chong Jing Yan Kuai Le. Bye bye.